Eine glorreiche Ära des Racings. Ein Name, der einst die Gaming-Welt dominierte. Doch wie konnte der König der Straßen so tief fallen? Vom Simracer zum Schrottplatz der Ideen. Heute tauchen wir in die turbulente Geschichte der Need for Speed-Reihe ein und enthüllen, warum kein Spiel jemals wieder alle Stärken vereinen konnte. EA kaufte das Studio Distinctive Software auf, die Entwickler von unter anderem Stunt und Test Drive 2. Sie werden umbenannt in EA Canada und aufgrund ihrer Erfahrung im Rennspielgenre mit dem ersten Need for Speed beauftragt. The Need for Speed erscheint für den 3DO und später noch für DOS, PlayStation und Sega Saturn. Das Spiel entsteht in Kooperation mit dem amerikanischen Motorsportmagazin Road & Track, um Fahrzeugverhalten und vor allem Sounds möglichst akkurat darzustellen. Die 8 Autos werden mit Fotos wie aus dem Magazin dargestellt und man kann weder tunen noch auch nur die Farbe ändern. Dafür aber eine Cockpit-Ansicht aktivieren, die Fans in modernen Teilen schmerzlich vermissen. Der Erfolg führt zum typischen EA-Recycling mit einer PC-Version, einer Special Edition im Jahr darauf und der japanischen Version Nissan Overdrive Skyline Memorial mit einem zusätzlichen Fahrzeug. Need for Speed 2 erscheint und man entwickelt sich vom Simracer in die Arcade-Richtung, bietet mehr Strecken und Fahrzeuge und darf nun auch die Karosseriefarbe anpassen. Davon abgesehen werden die wenigen Weiterentwicklungen im Vergleich zum Vorgänger aber bemängelt. Für diesen Teil arbeiten die Entwickler direkt mit den Fahrzeugherstellern zusammen, was jedem Wagen ein individuelles Fahrverhalten beschert. Hier beginnt auch der Trend, exotische Autos und Prototypen zu integrieren, wie den McLaren F1 oder den Ferrari F50. Die später erscheinende Special Edition passte das Gameplay noch einmal an, sowie die Performance und bot Bonusinhalte wie Strecken und Fahrzeuge und die Möglichkeit, alle Kurse gespiegelt zu fahren. Cheats ermöglichen in diesem Teil zwar keine Maschinengewehrhupe mehr, dafür eine Vielzahl an ungewöhnlichen Fahrzeugen wie einem Schulbus, einer Limousine mit Whirlpool, einem Planwagen, einer Holzkiste, einem Verkaufsstand, einem T-Rex oder, meinem persönlichen Favoriten, einem Baumstamm. Die USA bekommen außerdem noch Need for Speed V-Rally, das bei uns allerdings ohne die Need for Speed Marke erscheint. Need for Speed 3 Hot Pursuit bietet diverse Spielmodi an und fällt maßgeblich durch den namensgebenden Hot Pursuit Modus auf, der die Polizei involviert, die Jagd auf Street Racer macht. Das hatte dummerweise Lizenzprobleme mit den Fahrzeugherstellern zur Folge, denn zum Beispiel Ferrari und Mercedes wollen ihre Wagen nicht von der Polizei gejagt sehen. Auch das geradezu cineastisch inszenierte Intro weiß zu überzeugen. Die PC-Version ermöglicht es sogar, selbst ins Blech eines Polizeiwagens zu schlüpfen und Rennfahrer zu verhaften. Außerdem kannst du auf den Strecken Tageszeit und Wetter auswählen. Fan David Caracas hat das Spiel in die Unreal Engine 5 verfrachtet und zeigt damit anschaulich, dass die Strecken immer noch durchaus etwas Besonderes sind. Nicht mehr ganz so besonders sind die durch Cheats freizuschaltenden Fahrzeuge. Dafür haben sich die Entwickler aber bei den Rennstrecken ausgetobt mit einem gigantischen Aquarium, einer Weltraumstation oder einem Kinderzimmer im Toy Story Format. Eine weitere EA-Macke kristallisiert sich heraus, als niemand mehr Zweifel daran hat, dass nun jedes Jahr ein neues Need for Speed erscheint. In diesem Jahr High Stakes bzw. Overdrive-In bzw. Road Challenge bzw. brennender Asphalt. Um Befürchtungen auszumerzen, nicht mit irgendeiner Form von Glücksspiel verwechselt zu werden. Dieser Ableger besticht erstmals mit einem Karrieremodus, in dem man sich mit 2 verfügbaren Autos hocharbeiten und weitere Fahrzeuge freischalten muss, die sich nun auch upgraden und für viel des knappen Geldes reparieren lassen, da man beschädigt mit schlechterer Leistung fährt. Denn das damals revolutionäre
revolutionäre Schadensmodell wirkt sich nicht nur auf Karosserie und gesprungene Scheiben, sondern auch auf Motor, Federung und Lenkung aus, wenn zum Beispiel die Räder schief stehen. Auch hier musste EA wieder gehörig mit den Fahrzeugherstellern nachverhandeln, die nicht scharf darauf waren, ihre Wagen demoliert dargestellt zu sehen. Das Schadensmodell schlägt erhebliche Wellen und überschattet damit glatt die ebenfalls sehr coolen High-Stakes-Level, in denen du unter Einsatz deines Wagens alleine gegen einen Boss fährst oder den Umstand, dass das Wetter Auswirkungen aufs Handling hat. Need for Speed Porsche Unleashed oder in Deutschland einfach nur Need for Speed Porsche zelebriert die nicht bei allen gut angekommene exklusive Fahrzeuglizenz angemessen mit der Verfügbarkeit von nahezu jedem Fahrzeug des Herstellers, mitsamt ausschweifenden Geschichtslektionen und Showroom, zumindest in der PC-Version. Die Zusammenarbeit mit Porsche ist so eng, dass die Entwickler selbst Zugang zu echten Prototypen erhalten. Im Factory Driver Modus darfst du sogar selbst zum Mitarbeiter werden und dich als Testfahrer in Herausforderungen und Minispielen beweisen. Im Story Modus gibt es nun auch Dialoge bzw. eher Kommentare von anderen Fahrern oder Porsche-Mitarbeitern, wie wir es inzwischen auch von Gran Turismo kennen, und diverse Formen von Aufgaben. Um den Porsches aber treu zu bleiben, steuern sich die Fahrzeuge auch so realistisch wie in keinem anderen Ableger der Reihe. Und um den Vergleich zur Rennsimulation Gran Turismo erneut zu ziehen, das Upgrade-Menü der Autos wurde erheblich erweitert und umfasst nun auch Anpassungen wie Reifendruck oder Bremsbalance. Ein Entwickler im Team wollte für diesen Teil etwas tun, das in der Serie bisher nicht vorgekommen war. Ich erkundigte mich bei den leitenden Programmierern und Designern nach der Möglichkeit, geteilte Strecken zu implementieren. Sie erklärten mir, dass die Simulation auf einer einzigen Spline basierte und die KI so programmiert war, dass sie dieser einzigen Spline folgte. Als Spline bezeichnet man in Game Design einen festgesetzten Pfad, entlang dessen sich Kameras oder eben Objekte wie Fahrzeuge bewegen können. Um die Limitierungen zu überbrücken, entwickelte er in Eigenregie die Software Mr. Spline, um eigene verzweigte Pfade zu generieren. Zu meiner Überraschung wählte die KI zufällig aus, welcher Spline sie folgen sollte. Diese Innovation ermöglichte es uns, dynamischere und abwechslungsreichere Streckendesigns einzuführen und so das Spielerlebnis zu verbessern. Porsche Unleashed ist auf dem Game Boy Advance auch der erste Handheld-Teil von Need for Speed. Eine extremst abgespeckte Version des Spiels. EA verpasst ein Jahr und veröffentlicht dann Hot Pursuit 2 für die brandneue PlayStation 2 als Launch-Titel, entwickelt vom neuen Studio Blackbox Games, bis dahin verantwortlich für Sport- oder NASCAR-Spiele. Für Hot Pursuit 2 nutzen sie eine neue EA-Engine, die etwas später auch die hauseigenen James-Bond-Spiele antreiben wird, Motion Capturing für die Festnahmesequenzen und sie lassen sich von Stuntfahrern beraten. Man verzichtet wieder auf einige Verbesserungen der Vorgänger wie den Tageszeitenwechsel oder das Tuning, behält aber immerhin den Karrieremodus bei. Wie in Teil 3 oder Hot Pursuit 1 wirst du natürlich auch hier von der Polizei verfolgt, die nun auch Nagelbänder aufspannt und brennende, explodierende Fässer aus Hubschraubern wirft. Aus Gründen. EA Seattle hingegen arbeitet an der PC-Version des Spiels, die sich dadurch letztlich technisch und spielerisch unterscheidet, mit ihren wenigeren Features auch deutlich schlechter abschneidet. Grund dafür ist unter anderem, dass PS2-Features wie Wüstenkurse oder gespiegelte Strecken so spät entwickelt wurden, dass keine Zeit mehr für eine Konvertierung blieb. Hot Pursuit 2 ist auch der erste Need for Speed Teil, der auf lizenzierte Rock- und Techno-Musik setzt, während die Verfolgungssequenzen bewusst instrumentelle Versionen abspielen, um die Sirenengeräusche nicht untergehen zu lassen. Durch den kritischen Erfolg überlässt EA die Rennspielmarke nun gänzlich Blackbox Games und das muss die beste Entscheidung gewesen sein, die der Publisher in seinem gesamten Bestehen getroffen hat. Need for Speed Underground verzichtet auf exotische Strecken und Fahrzeuge und springt auf den Street Racing Trend auf, den The Fast and the Furious 2 Jahre zuvor losgetreten hat.
Die Marke ist kaum noch wiederzuerkennen, mit einem bombastischen, knallharten Soundtrack, der Hip-Hop und feinsten Rock vermischt und einem Tuning-System, das nicht nur die Leistung, sondern auch erheblich das Erscheinungsbild des Wagens individualisiert. Du fährst kein Auto mehr, sondern ein Statement. Die idyllischen Landschaften werden von dem nächtlichen Stadtsetting Olympic Cities ersetzt, in dem neben Rundenrennen nun auch Drift-Herausforderungen stattfinden oder die aus besagten Filmen bekannten Drag-Rennen. Hier allerdings mit Verkehr. Beide Modi sollen fortan Markenzeichen der Serie sein. Verdienterweise hängt Underground die bisherigen Teile, die sich im unteren einstelligen Millionenbereich verkauft haben, meilenweit ab. Eine Viertelmeile vielleicht. 15 Millionen verkaufte Einheiten bilden eine völlig neue Sphäre und ebnen den Weg für eine neue Untermarke der Need for Speed Serie. Blackbox Games greift das Konzept des Vorgängers auf und setzt noch eine Schippe drauf. Nach den Ereignissen von Underground 1 starten wir eine neue Geschichte, angetrieben von der unvergessenen Brooke Burke in ihrer Rolle als Rachel Teller, die dich erstmals in der Serie in eine Open World entlässt, inspiriert von sowohl San Francisco als auch Los Angeles. Zu einer Zeit, als Open World noch ein spannendes Feature war, wohlgemerkt, kein Schlag in die Magengrube. Das führte dazu, dass man nun nichts mehr über ein Menü anwählt, sondern zu allem hinfahren muss. Seien es die nächsten Rennen oder dem Autohändler oder die Tuningwerkstatt. Als jemand, der es liebt, Stunden im Charaktereditor oder Baumodus zu verbringen, war das Tuning in Underground 2 wirklich das Nonplusultra für mich. Du kannst alles individuell einfärben, beleuchten und erstmals auch SUVs fahren und aufmotzen, damit du dich fühlst wie bei Exhibit. Doch du willst die Garage nicht nur wegen all diesen Möglichkeiten gar nicht mehr verlassen, sondern auch wegen dem geilsten Soundtrack der Gaming-Historie. Risikofreudigkeit wird belohnt. Indem du deine essentielle Nitro-Einspritzung mit Drifts und haarscharfen Fahrmanövern auflädst und alles zusammen kickte zeitweise sogar GTA San Andreas von der Chartspitze. Need for Speed Most Wanted beschließt die Erfolgsrezepte der bisherigen Teile zu fusionieren und behält das Tuning bei. Wenn auch schon nicht mehr ganz so ausschweifend wie im Vorgänger. Nur damit die Cops dir bei den Verfolgungsjagden den neuen Lack zerkratzen können. Dafür kannst du sie aber mit einem Slow-Motion-Modus und Umgebungszerstörung ausbremsen. Quid pro quo. Nervig ist nur, dass du nach entsprechenden Rennen gerne mal ein paar Dutzend Minuten damit zubringen musst, den angehäuften Fahndungslevel wieder loszuwerden, während um dich herum die Blaulichtapokalypse losbricht. Daran ist dir aber unbedingt gelegen, denn die Beamten können deinen heißgeliebten Wagen beschlagnahmen. Gepaart mit einer herrlich trashigen Story, in der du dich nach einem schweren Betrug durch die sogenannte Blacklist hocharbeitest und einem bis heute unerreichten Geschwindigkeitsgefühl. Need for Speed Carbon knüpft auch hier direkt an die Story des Vorgängers an, mit meiner liebsten Charlie Harper-Liebschaft in einer der Hauptrollen, halsbrecherischen Canyon-Rennen und einem erweiterten Kriminalitätskonzept. Ja, GTA hat seine Spuren hinterlassen. In Carbon baust du nämlich deine eigene Gang auf, die sich mit ihren verschiedenen Rollen auch aktiv im Rennen einsetzen lässt und eroberst die Gebiete der neuen Stadt. Diese können aber auch wieder angegriffen und müssen dann verteidigt werden, was dummerweise so oft passiert, dass es das an sich recht kurze Spiel merklich zu strecken versucht. Der Entwicklerstress und Druck des jährlichen Release-Cycles machte sich bemerkbar und das sollte von hier an nur noch schlimmer werden.
Need for Speed Pro Street geht dann wieder zu seinen Wurzeln zurück und lässt all die mit illegalen Straßenrennen gesammelten neuen Fans am Bürgersteig stehen. Genau die sind aber auch der Grund für die Entscheidung, da immer mehr dickhodige Hampelmänner sich dazu berufen fühlen, die Straßenrennen auch im Real Life auszuprobieren. Dafür hagelt es nicht nur von Presse- und Politikkritik, sondern auch von Fahrzeugherstellern wie Toyota, die ihre Marken nicht mehr in diesem Kontext zur Verfügung stellen wollen. Deswegen geht es wohl auch in der Fast and Furious Reihe ab ungefähr demselben Zeitpunkt nicht mehr um Straßenrennen, sondern andere Dinge. Die Kritik an Pro Street entsteht also primär durch die Enttäuschung aufgrund des plötzlichen krassen Wandels, der die USK auch von 12 auf 6 besänftigt, ist aber an sich nicht gerechtfertigt, wenn man das Spiel für sich betrachtet. Es gibt weiterhin Bossfahrer in einem Story-Modus, obgleich auch der ein wenig an Charakter verloren hat. Dafür bereitet das Tuning wieder mehr Spaß bei der größten Fahrzeugauswahl bis zu diesem Punkt. Ein schönes Geschwindigkeitsgefühl und zwar keine Cops, dafür aber andere unterhaltsame Rennmodi, alle mit ihren eigenen Regeln. Nur halt eben nicht das, was die Fans erwartet haben. Sauber, aber seelenlos, ist das Fazit. They're going to need a wheelman. Your job is to drive. My job is to get you in. Nothing more and nothing less. Let's go. Wem EAs Druck auf das Blackbox-Studio bis zu diesem Zeitpunkt entgangen ist, der kann spätestens ab Need for Speed Undercover nur noch schwer die Augen davor verschließen. Die jährlichen Releases samt Portierungen für alle möglichen Konsolen müssen nun ohne Unterstützung von anderen Studios bewältigt werden und der gestiegene Entwicklungsaufwand für die neue Konsolengeneration führt auch dazu, dass sich das Studio aufsplitten und an 2 Titeln gleichzeitig arbeiten muss. Wenn man Skate 3 mit einbezieht, eigentlich sogar an 3. Viel zu wenige Ressourcen also für das Bedienen des Generationswechsels ins HD-Zeitalter. Das Ergebnis sind katastrophale Framerates auf den Konsolen, Gegner schummeln mit einer Gummiband-KI und auch andere Elemente machen offensichtlich, dass man hier ein unfertiges Spiel abgeliefert hat, das durchaus Potenzial verspricht. Immerhin, ungewöhnlich für EA, hört man auf den Wunsch der meisten Fans und geht zurück zum Erfolgsrezept mit illegalen Straßenrennen, Polizeiverfolgungen und Cutscenes mit echten Darstellern, darunter Maddie Q. Um den Kriminalitätsgedanken aber abzuschwächen, sind wir dieses Mal ein Undercover-Cop auf den Spuren von Autoschmugglern. Um zu zeigen, dass sie aus ihren Fehlern gelernt haben, veröffentlichen EA 2009 gleich 2 neue Need for Speed Teile. Shift ist eine nicht überragende Rennsimulation, eher wieder an Pro Street angelehnt, von den Slightly Mad Studios, die sich später zu Codemasters umfirmieren und Project Cars entwickeln. Immerhin scheinen sie ihre bei Shift gesammelte Erfahrung sinnvoll angewandt zu haben. Shift überzeugt viele Spieler mit einer detailverliebten Cockpit-Ansicht und erzeugt mit verschwommener Sicht wieder ein glaubhaftes Gefühl von Geschwindigkeit. Genug Spieler auf jeden Fall, um es kommerziell zu einem soliden Erfolg zu machen. Gerade angesichts der neuen Submarke Shift. Obgleich weder Simracer noch Arcade-Fans vollends auf ihre Kosten kommen. Exklusiv für die Wii erscheint quasi parallel Need for Speed Nitro. Das einzige Rennspiel in der Entwicklungsgeschichte von EA Montreal, die sich zuvor durch 2 SSX-Spiele und Army of Two ausgezeichnet haben. Passend zur Konsole und seiner überwiegenden Spielerschaft ist es ein leichtherziger, überzogener Fun-Racer, der gar nicht mal schlecht ist, wenn wir aber mal ehrlich sind, nicht das geringste mit Need for Speed zu tun hat. Einige Elemente wie entstehende Graffitis, wenn man in Führung ist, sind aber durchaus kreative Ideen. Durch die Involvierung der anderen Studios hat Blackbox Games nun aber ein Jahr Puffer erhalten, um an Need for Speed World zu feilen. Doof nur, dass es sich dabei um ein Free-to-Play Open-World-Spiel handelt. Man fusioniert zahlreiche Elemente von Most Wanted und Carbon, stellt über 150 Fahrzeuge mit Level-System zur Verfügung, kopiert das Power-Up-Modell von Blur mit Boosts und Schilden und liefert eigentlich einen soliden Online-Racer, wäre da nicht die abzusehende Free-to-Play-Krankheit von Pay-to-Win-Lootboxen, die preislich wirklich frech angesetzt sind.
Als dann noch die unweigerlichen Cheater hinzukommen, darf EA die Server 5 Jahre später bereits wieder abschalten. Inzwischen haben Fans aber eigene Server eröffnet, die Lootboxen entfernt und das Spiel gewissermaßen zu dem gemacht, was es schon damals hätte werden können. Weil das im Vorjahr aber bereits so gut klappte, in Anführungszeichen, veröffentlichte EA auch 2010 gleich 2 Teile. Mit Hot Pursuit erstmals auch ein Reboot. Ein Free-to-Play und ein Reboot im selben Jahr. Riechst du auch die Verzweiflung? Dafür ist nun allerdings Criterion Games verantwortlich. Das Studio hinter den Burnout Games, von denen sie Abwechslung brauchten und sich bei EA um diese Chance bewerben. Und sie haben ihre Sache gut gemacht. Zwar wird gänzlich aufs Tuning verzichtet, die Open World mit über 100 Meilen an Straßen ist zu vernachlässigen und du solltest die Burnout-Spiele gezockt haben, um mit der Drift-Mechanik zurechtzukommen. Aber die 2 verschiedenen Karrieremodi, als Racer und als Cop, haben genug Spaß gemacht, vor allem weil man frei zwischen ihnen wechseln kann. Auch hatten beide Parteien ihre ganz eigenen Werkzeuge und Waffen, wie Turbos, EMPs, Helikopter oder Straßensperren. Das Autolog-Feature ermöglicht dir, dich permanent mit Freunden zu vergleichen, was zu dem Zeitpunkt technisch bahnbrechend ist. Lange bevor Forza Horizon dieses Feature perfektioniert. Autogourmets können sich außerdem wieder über Hintergrundwissen zu den Fahrzeugen freuen und unterm Strich kommt das Spiel so gut an, dass es als Bestes der modernen Need for Speeds gilt. Need for Speed Shift 2 Unleashed erscheint und die innovativste Neuerung zum Vorgänger sind die Mondscheinfahrten, während die Steuerung komplett an jeder Zielgruppe vorbeischießt. Für Simracing-Fans war es immer noch zu wenig, für Arcade-Fans weiterhin zu viel. Ein Fehlschlag für EAs Wunsch, eine parallel laufende Simracing-Reihe zu etablieren, den sie mit Shift 2 auch aufgeben. Dennoch überzeugt man technisch wieder mit Features wie der Helmkamera, die den Kopf in der Cockpit-Ansicht in Kurven realistisch mitdreht. Wir machen auch weiter mit 2 Games pro Jahr, mit Need for Speed The Run, dem letzten Spiel des Blackbox Studios. Hier wird noch einmal mehr Wert auf Storytelling und vor allem den von den Mafia gejagten Protagonisten gelegt, der als Teil eines Coast-to-Coast-Rennens von San Francisco nach New York flieht und sich mit Quicktime-Events gegen Polizisten zur Wehr setzen kann. Was das soll, genau wie die Passagen, in denen man den Protagonisten zu Fuß steuert, erschließt sich vielen Kritikern und Fans nicht. Es hat viele coole Ansätze, aber auch eine gewöhnungsbedürftige Fahrphysik und eine lachhaft kurze Spieldauer. Vor allem, weil die Rennen zu kurz kommen und die Filmsequenzen zu lange ausfallen. Die vielen atemberaubenden Kulissen sollte man allerdings nicht unterschätzen. Die Hauptverantwortung für Need for Speed wird nun also Criterion zuteil, die es noch einmal versuchen und dieses Mal Most Wanted rebooten. Dummerweise nicht ganz so hochwertig und erfolgreich wie Hot Pursuit. Das Freischalten von exotischen Hypercars ist nichts Besonderes mehr, weil wir die nicht mehr freischalten müssen, da sie einfach herrenlos am Straßenrand herumstehen. Die Blacklist-Fahrer haben keine Persönlichkeit mehr, nicht mal ein Gesicht und Tuning gibt es auch nicht. In die Polizeiverfolgung hat man ein wenig mehr Arbeit gesteckt. Aber selbst wenn dir jemand Reifen und Motor gestohlen hätte, wärst du immer noch gut der gebündelten Macht des Gesetzes entkommen. Und selbst wenn nicht, hat eine Festnahme absolut keine Konsequenzen. Was aber Spaß macht, sind die sehr besonderen Zwischensequenzen.
Später geleakter Beta-Content legt nahe, dass deutlich mehr geplant war für etwas, das eigentlich ein Most Wanted 2 hätte werden sollen, was aufgrund des Zeitdrucks seitens des Publishers aber leider einfach nicht drin war. Trotz allem alles andere als ein schlechtes Spiel, das aber unter seinem Titel leiden musste und mit einem völlig anderen originalen Most Wanted verglichen wurde. Kein Wunder, dass Fans enttäuscht werden, wenn ihnen ein Nachfolger versprochen wird und sie ein Burnout Paradise mit Need for Speed Logo bekommen. Ein Paradebeispiel für schlechtes Marketing, auch wenn es für die Auszeichnung als bestes Rennspiel bei den Video Game Awards reicht. Diese blöden Entwickler bauen immer nur Mist und es kommt einfach nicht genug Kohle rein. Nächster. Ghost Games, ein Studio zusammengestellt aus ehemaligen Mitarbeitern von Forza Horizon Entwickler Playground Games sowie Blackbox und Criterion. Die ihr gerade erst rausgeworfen habt? Nächster! You are my rival. Need for Speed Rivals ist im Grunde genommen der Nachfolger vom Hot Pursuit Reboot mit einer Prise des Most Wanted Reboots und behandelt in seiner Story die Rivalität zwischen Racern und Cops. Abgesehen von anfänglichen Bugs, einer Online-Pflicht und gleichzeitig einem lausigen Online-Modus, der durch einen nahtlosen Übergang zwischen Single und Multiplayer bahnbrechend hätte werden sollen, sowie wieder einmal ausgelassenen Tuning-Möglichkeiten, macht sich das Spiel echt gut und gerade die Polizeiverfolgung waren auf einem völlig anderen Level, für viele sogar auf dem Höhepunkt der Serie. PC-Spieler beschwerten sich allerdings über die Beschränkungen auf 30 FPS, die erst mit Community-Mods gebrochen werden konnte. Der kommerzielle Erfolg war überschaubar, aber ausreichend, um Ghost Games zum Haupt- und Criterion nur zum unterstützenden Entwickler von Need for Speed zu machen. Die Intervalle der Spielreleases wurden auf 2 Jahre gestreckt und um diesen Wechsel in der EA-Mentalität zu feiern, startet man gewissermaßen wieder neu und nennt den nächsten Teil einfach nur Need for Speed. Ein Reboot, ein inoffizielles Underground 3. Tuning, echte Darsteller im Story-Modus, darunter echte Rennfahrer und Tuner wie Ken Block oder Nakai-san. Verfolgungsjagden, bessere Autos kontinuierlich freischalten, geiler Soundtrack mit Tracks aus alten Teilen, nächtliches, urbanes Cruisen. Online-only, sodass offline nicht einmal die Pause-Taste funktioniert, Verbindungsprobleme, verpatztes Handling und Cops, die Angst vor dem Papierkram haben, wenn sie dich rammen und mit denen du dich auch überhaupt nicht anlegen musst, weil es dir 0, nada bringt. Nur für einige Missionen sollst du dich für eine bestimmte Zeit von ihnen jagen lassen, wofür du sie im Grunde genommen babysitten und gerne auch mal umdrehen musst, damit sie dich nicht verlieren, obwohl du im zweiten Gang fährst. Die Fans loben den Versuch, an Underground anzuknüpfen und wissen die Atmosphäre zu schätzen, wünschen sich beim nächsten Mal allerdings ein besseres Handling und bissigere Cops. Wünsche kann man ja viele haben, denkt sich EA. Fortune Valley. Need for Speed Payback ist dann 2 Jahre später nicht etwa die Fortsetzung des Reboots, die die Mängel ausbügelt, sondern wieder irgendein merkwürdiges Spin-off, das Fast and Furious kopiert. Die neuen Teile. Und den Story-Modus auf die 3 Protagonisten aufsplittet, die abwechselnd in irgendwelche Explosionen reinlaufen und jeder für einen anderen Spielmodus zuständig ist. Die Polizei existiert nur in den dafür vorgesehenen Missionen und in der offenen Welt vermisst man sie genau wie alles und jeden anderen auch. Optisches Tuning ist vorhanden, aber kaum erwähnenswert und Leistungsupgrades funktionieren per zufälligen Slot-Machine-Verfahren, das EA zu Beginn mit Mikrotransaktionen versieht, was sie sich aufgrund des Shitstorms aber schnell wieder anders überlegen. Hilfreich dabei ist, dass ihnen gegenüber nahezu parallel ein Shitstorm aus denselben Gründen für Star Wars Battlefront 2 entgegenschlägt und ihr Aktienkurs in Folge merklich sinkt. Das gibt dem Titel Payback auch eine völlig neue Bedeutung. Um den Fans zu geben, was sie wollen, erscheint weitere 2 Jahre später Need for Speed Heat in einem gezielt anderen Setting und auch hier darf man sich wieder ganz klassisch in der Karriere hochfahren, in der du dich gegen korrupte Polizisten behaupten musst. Man kann ohne Ende tunen, Teile und Fahrzeuge freischalten und um sie auch zu behalten, musste man den Cops entkommen, die dadurch endlich wieder eine ernstzunehmende Bedrohung darstellen.
Vielleicht etwas zu bedrohlich für viele Spieler, weil man die Schwierigkeit später mit einem Patch nach unten korrigierte. Keine lupenreine Spielerfahrung, aber eigentlich auch wieder ein grundsolides Spiel, das maßgeblich dadurch gekillt wird, dass man es nach Release nicht weiterfüttert. Der einzige DLCs, in den lediglich 6 Monaten nach Release die Entwicklersupport genießen, ist ein McLaren F1 für 5 €. Der Online-Modus ist Müll. Es gibt keine DLCs und die Spielwelt fühlt sich deutlich zu leer an, um anderweitig Langzeitmotivation zu erzeugen. Stattdessen schließt EA noch im selben Jahr Ghost Games und Criterion darf wieder ran, was sowieso der Todesstoß für weitere Updates ist. Das geplante nächste Need for Speed muss verschoben werden, damit Criterion bei der Entwicklung von Battlefield 2042 aushelfen kann, obwohl sie keinen blassen Schimmer von Shootern haben. Daher auch, wie unerwartet! Need for Speed Unbound erscheint und wie schon bei den Reaktionen auf die vorangegangenen Trailer ist die Fangemeinde gespalten angesichts des neuen Cell-Shading-Looks mit seinen sehr hippen visuellen Anime-Effekten. Aber davon abgesehen hat man sich auf die Stärken der Reihe berufen. Vermeintlich. Story, Cops, Tuning, sogar das erste Motorrad der gesamten Reihe. Ja. Anstelle der Autos stehen die unangenehmen Pseudo-Influencer-Charaktere im Vordergrund, die man nach Herzenslust ankleiden kann, was sogar mit DLCs gepusht wird. Der Soundtrack ist bestenfalls Geschmackssache, ohne jegliche Abwechslung, ein Geschwindigkeitsgefühl ist quasi non-existent und dann wird Criterion auch noch komplett für Battlefield 6 abgezogen, wodurch sämtliche geplanten Updates eingestellt werden. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. EA hatte in rund 30 Jahren sämtliche Bausteine für ein perfektes, ultimatives Need for Speed beisammen. Ein unglaubliches Maß an Autotuning, spektakuläre Bossrennen, leicht trashige, aber gerade auch deshalb festgebrannte Story-Modi, abwechslungsreiche Rennformate, eine realistische KI, die Motivation, Fahrzeuge und Teile freizuschalten und sich in einer Rangliste hochzuarbeiten. Eine überschaubare, aber atmosphärische Open World und natürlich epische Verfolgungsjagden mit der Polizei. Das Problem ist nur, kein einzelnes Spiel kombiniert alle Stärken und wenn man endlich mal eine gefunden hat, wird stattdessen wieder von vorne angefangen und das auch nur halbherzig. Es ist unfassbar, wie viele Parallelen in dieser Historie zu EAs Medal of Honor-Reihe herauszulesen sind, die es aktuell ja gar nicht mehr gibt. Und wenn es so weitergeht, ist auch Need for Speed nicht mehr so weit von diesem Status entfernt. Einen unumstößlichen Status genießen meine treuen Kanalmitglieder Retrojäger Michael, Robin, Pure German Entertainment und Dom Omlin. Vielen Dank, dass ihr den Kanal unterstützt.